Okay, also, das ist jetzt mein erster Eintrag zu dieser Videotagebuch-Reihe. Momentan bin ich mir zu wirklich 0% sicher, was ich bin, wer ich bin. Ich kann momentan nur sagen, dass ich mir wenigstens ein bisschen sicher bin, dass ich kein Mädchen bin. Ich habe keine Sache, wo ich sage, ja, das ist meine Mission. Ich will nicht, dass ich mir das einbilde. Ich will nicht, dass ich verrückt bin, Mann. Oder ich fühle mich am meisten bi, aber auf jeden Fall mehr hetero und überhaupt nicht lesbisch. Wenn ich mir denke, ich bin eine Frau, dann denke ich mir so, was laberst du da eigentlich? Wenn ich jetzt mir sage, ich bin ein Mann, dann denke ich mir halt so, alleine schon vom Aussehen bin ich kein Mann. Woher weiß man, dass man ein Mädchen oder ein Junge ist, wenn man gar nicht weiß, was es heißt, ein Mädchen oder ein Junge zu sein? Wenn die halt so sagen, so, ja, wir als Mädchentruppe oder wir als Mädchenschule oder so, dann fühle ich mich halt einfach nicht zugehörig. Ich habe hoffentlich für Donnerstag einen Termin ausgemacht bei Rubicon. Das ist ja die Beratungsstelle. Hatte das ja auch schon bei der anderen Beratung, dass ich so das Gefühl hatte, dass mein Problem nicht echt ist oder nicht gut genug oder ja, also nicht gut genug, um dahin zu gehen. Ich habe halt auch Angst, dass ich dieser Therapeutin dann einfach unbewusst was Falsches erzähle sozusagen, was ich gar nicht richtig fühle, aber ich kann es halt auch gar nicht so sagen, was ich irgendwie fühle. Vielleicht ist das so einfach ein jahrelanger Prozess und ich werde vielleicht nie so den Augenblick haben, wo ich mir denke, du bist absolut trans. Dieses Gefühl auch so, da ist halt einfach jetzt nichts. Das Ding ist halt, das ganze Passing wird kaputt gemacht, sobald man anfängt zu reden. Oh, meine Hüften sind vielleicht sogar noch vor der Oberweite, weil die Oberweite kann ich super gut halt kaschieren, aber die Hüften sind halt da. Schon jetzt, in den paar Wochen, wo ich keine Schule habe und auch keine Prüfung mehr und so weiter, habe ich gemerkt, dass ich ultra unzufrieden werde. Aber jetzt einfach, weil ich so wenig mit Leuten mache, also im Grunde ja gar nichts, überhaupt nichts. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall das Abi, so auch Abi-Ball und so weiter. Ich hatte einen Anzug an. Ist, glaube ich, erstmal nichts mehr passiert. Außer, dass ich mir ein bisschen sicherer geworden bin, was so die ganze Trans-Sache angeht. Dann war ich bei Mauro in Berlin. Und zwar auf dem CSD waren wir. Da bin ich auch oberkörperfrei rumgelaufen. Vor 2 Wochen habe ich eine Anmeldung losgeschickt, also eine Online-Anmeldung für Therapie. Immer wenn ich denke, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich mir relativ sicher bin, dann kommt wieder irgendwas, was mich total wieder aus der Bahn wirft. So. Andererseits, wenn ich halt so an die Veränderungen von Testo und so denke, dann sind das alles Veränderungen, die ich will. Es geht halt darum, dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt endlich mal eine Freundin brauche. Ich bin ja jetzt in Therapie seit 2 Wochen. Ja, gerade ist irgendwie ein bisschen blöd alles in meinem Leben. Es fühlt sich so ein bisschen an wie diese eine Lebenssituation vor ein paar Jahren. Ich glaube, das waren ja irgendwie so 2 Jahre, wo es mir einfach nicht so gut ging. Aber schon länger her, also bevor ich wusste, was trans ist und so weiter. Da dachte ich auch so, Alter, was geht ab? Und das ist halt jetzt auch gerade wieder. Ich fühle mich innerlich total unruhig und so richtig gestresst und irgendwie so gehetzt. Auf jeden Fall geht's mir im Moment wieder ziemlich scheiße, muss ich sagen. Vor allem auch abends geht es mir einfach nicht gut und ich habe so diese ganz komischen Gedanken, irgendwie aber gar nicht definierbare Gedanken. Und ich fühle mich einfach so, als ob es niemals besser werden könnte. So. Ich sehe mich einfach als nichts. Ich bin so richtig geschlechtslos und will aber nicht geschlechtslos sein. Ich will nicht agender sein. Das Einzige, was ich will, ist, dass ich einfach wieder glücklich werde. Aber das ist irgendwie schon so lange her, dass ich mal richtig glücklich war.
Und zwar ist es so, dass ich heute Therapie hatte und wir haben jetzt heute so zum ersten Mal richtig über eine Hormonbehandlung gesprochen. Oder ich bin zu dem Punkt gekommen, wo es mir halt nicht weiterhilft, weiter darüber nachzudenken, weiter quasi darüber zu reden. Ich meine, ich denke da jetzt seit 3 Jahren drüber nach, ob ich mit Testo anfangen soll oder nicht, ob ich die Mastec machen soll oder nicht. Und hat mich das weitergebracht? Nein. Deswegen meinte mein Therapeut halt, ich soll einfach mal quasi probieren, auf Testo zu gehen. Und ich werde es merken, wenn es nicht das Richtige ist. Und werde es halt auch merken, wenn es das Richtige ist. Ich dachte halt immer, das ist so unglaublich weit weg und ich werde sowieso nie mit Testo anfangen. Und jetzt ist das halt in die Wege geleitet. Ich habe schon einen Endotermin ausgemacht, jetzt für in 6 Tagen. Ich meine, ich kann halt dann auch wirklich erst im August anfangen, weil ich dann erst 1 Jahr Therapie habe, aber das ist so verrückt, dass ich es halt dieses Jahr wahrscheinlich noch anfange. Ich merke halt so, in den letzten Tagen hat irgendwie eine total krasse Veränderung in meinem Kopf stattgefunden. Die Zweifel sind nicht mehr so stark, wie sie vor diesem Therapiegespräch waren. Und ich habe auch ein paar Fragen, so jetzt was den Endo angeht. Zum Beispiel so die Kinderfrage. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Morgen werde ich wahrscheinlich Testo bekommen. Die letzten Wochen waren sehr emotional. Gemischte Gefühle, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass ich ja noch nicht sicher bin, ob das wirklich bei dieser Richtung bleiben wird. Und ich bin einfach noch so mittendrin einfach. Ich habe noch gar keinen Plan, in welche Weise ich mich entwickeln will oder kann oder wie auch immer oder werde. Ich bin wirklich gespannt auf morgen, wie ich drauf bin und ob ich wirklich Testo bekomme oder ob irgendwas mit der Indikation vielleicht nicht stimmt. Ich weiß es ja nicht. Naja. Ja. Ich denke, das ist jetzt der letzte Videoausschnitt von diesem Video. Ich bin mittlerweile 6 Tage auf Testo, also noch nicht besonders lange. Es ist einfach krass, wenn ich zurückgucke und sehe, wie ich 2017, wo ich das allererste Mal mein Handy in die Hand genommen habe und ein Video aufgenommen habe, wo ich noch gar nicht den Gedanken hatte, dass ich das vielleicht mal zu einem Video zusammenschneiden werde. Es ist einfach nur total krass, wie sehr ich mich verändert habe. Ich meine, natürlich rein äußerlich habe ich mich ein bisschen verändert, was jetzt wahrscheinlich nicht so der krasseste Unterschied sein wird. Aber ich denke, die meiste Veränderung hat einfach hier drin stattgefunden. Und wenn ich mir so das anhöre, was ich damals gedacht habe und ja, auch teilweise wie schlecht es mir damals ging, will ich einfach nur dieses alte Ich umarmen und sagen, hör mal, irgendwann wird es schon besser. Ich bin jetzt immer noch nicht an einem Punkt angekommen, wo ich sage, yo, ich habe mich vollkommen gefunden und ich weiß jetzt, wer ich bin und weiß ich nicht, ich kann jetzt glücklich sterben. Also nicht jetzt, aber irgendwann mal. Da bin ich ja noch lange nicht angekommen. So, ich bin immer noch in der Findungsphase und weiß immer noch nicht, wo mein Weg hinführen wird. Aber ich denke, ich bin doch schon ein bisschen weiter gekommen, als ich damals war. Ich weiß auch noch nicht, wohin das jetzt alles führt, aber ich kann nur sagen, im Moment bin ich sehr froh, dass ich auf Testo bin. Ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen und selbst wenn ich das irgendwann quasi mich umentscheide, dann kann ich mir niemals vorwerfen. Und wenn ich mir jemals irgendwann vorwerfen sollte, ich hätte nicht genug drüber nachgedacht, dann muss ich mir selber eine klatschen, weil das stimmt einfach nicht. Also zukünftiges Ich, ja? Wenn du dir jemals vorwerfen solltest, du hast die falsche Entscheidung getroffen, Alter, dann lauf jetzt bitte gegen eine Wand, ja? Weil ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Ich freue mich auf jeden Fall auf zukünftige Videos und ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ja, weil ich werde mich jetzt ziemlich krass verändern. Genau. Wir sehen uns, hoffentlich. Tschüss.